Das zweite Problem, habe ich öfters gesagt, jawohl, wir haben zu wenig Unternehmer. Und ich mache eine große Unterscheidung zwischen Unternehmer und Manager. Warum haben wir zu wenig Unternehmer? Jetzt im Moment kommt das wieder. Die Schweiz kreiert wieder neue Unternehmer, weil wir ein wenig teilweise die Krankheit von reichen Gesellschaften gehabt haben. Also wenn Sie geboren sind in einer reichen Gesellschaft, wo alles Ihnen serviert wird, wo das Leben einfacher ist, als wenn Sie woanders sind, dann haben Sie die Tendenz, nicht mehr kämpferisch zu sein, nicht mehr Hindernisse überwinden zu wollen. Jede Hindernis betrachten Sie als absolut nicht zu überwinden. Ich habe in meinem Leben jedes Mal, wenn ich etwas neu angefangen, hunderte von liebenden Menschen um mich herum, die mir gesagt haben, Herr Hayek, das kannst du nicht. Das funktioniert nicht, mach das nicht. Weil die Hindernisse sind zu hoch. Und die Hindernisse zu überwinden, ist die Aufgabe eines Unternehmers. Jetzt zu Ihrer Frage, was ist ein Unternehmer? Was ist ein guter Unternehmer? Es gibt keine schlecht. Ein richtiger Unternehmer ist immer gut. Das ist ungefähr wie ein Komponist wie Mozart oder Beethoven. Das ist ein Künstler, die kreativ neue Ideen, neue Reichtümer erzeugen kann, bringen kann, der ein Macher ist, der realisiert, nicht nur schwätzt die ganze Zeit, sondern realisiert, macht und der in der Lage ist, die Menschen um ihn herum so zu motivieren, mit viel Liebe, Emotionen und Intelligenz, dass sie alle die innovative Fähigkeit, die uns angeboren sind, wir haben sie alle von Geburt an, benutzen können und immer neue Innovationen und neue Reichtümer schaffen. Das ist ein Unternehmen generell. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt also, Sie würden nicht sagen, es ist auch gekoppelt zum Beispiel an Besitzverhältnisse? Dass Nein, das der Unternehmer quasi eben auch mit seinem eigenen Vermögen letztlich irgendwo Nein, im Gegenteil. Also Herr Blocher hat einmal das gesagt, und dass das der Mann, der sein Geld investiert dort. Nein, das ist absolut kein Kriterium. Ein Journalist, ein Bundesrat sogar kann ein Unternehmer sein, wenn er die unternehmerische Mentalität hat. Ein Professor an der Universität kann es sein. Und ich habe diese Mentalität sehr genau beschrieben in meiner Rede, die ich gehalten habe an der Generalversammlung der Alu Suisse in 2008. Das ist lang gegangen, aber das Publikum im Saal hat das wirklich mit Applaus und Faszination empfunden. Das schreibt mindestens die Neue Zürcher Zeitung. Und der Unterschied zwischen einem Manager und einem Unternehmer ist folgendes. Der Manager kann bei Harvard oder St. Gallen studieren und Manager werden. Und ist in der Lage, einen Zug in Bern mit einer ganzen Menge japanischer Touristen zum Beispiel nach Zürich zu bringen, ohne Unfall, rechtzeitig, pünktlich. Der Restaurant funktioniert gut, das Essen ist wunderbar und alles funktioniert. Der Unternehmer ist derjenige, der denkt, ach, die Japaner, die auf dem Zug sind, möchte ich gern, dass sie wieder in die Schweiz kommen, nicht nur einmal. Wieso nehmen wir nicht eine alte Bahn mit alten Loki und gehen wir nach Luzern? Zeigen wir ihnen Vierfaltstädter See, zeigen wir ihnen die Schönheit der Schweiz. Wir kommen vielleicht 3/4 Stunde später in Zürich, aber wir haben etwas Kreatives, Neues gemacht, die neue Reichtümer uns bringen. Das ist eine grobe, einfache Unterscheidung. Entschuldigung. Wer sind denn für Sie große Unternehmer in der Schweiz? Picasso. Die diesen Kriterien. Also nicht in der Schweiz. Picasso war ein großer Unternehmer. Gut, aber der Vergleich mit den Künstlern. Alle die Ich meine, was großen... es ja, Entschuldigung, aber was es ja braucht, ist ja auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse und so. Und wenn Sie mit Künstlern vergleichen, sehr oft sind es gerade Künstler, die in diesem Bereich überhaupt relativ hilflos sind. Nein, Picasso war ein Unternehmer und gar nicht hilflos. Ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat er neue Reichtümer geschaffen, Hunderte von Leuten neue Arbeit gegeben und ein riesiges neue Reichtum kreiert. Wenn Sie sagen, das hat nichts mit der Besitzstruktur zu tun, sondern es ist eigentlich eine innere Einstellung. Ist es Talent? Kann man das lernen? Ja, das können Sie lernen. Also erst müssen Sie ein Minimum am Talent haben und Talent der Kommunikation zum Beispiel. Also ein Unternehmer, der allein das Gefühl hat, ich mache alles allein, alles im geschlossenen Raum, ist nicht ein großer Unternehmer. Das ist wirklich ein ganz kleiner Unternehmer. Sie müssen in der Lage sein, klar und deutlich zu kommunizieren, dass die Leute verstehen, was sie wollen. Zweitens müssen Sie eine echte Liebe und Zuneigung zu Ihren
Nachbar, zu ihren Mitarbeitern, zu den Leuten um sie herum, zu der ganzen Volkswirtschaft. Drittens müssen sie wirklich wollen, dass sie Reichtümer neu aufbauen und dass sie für die anderen etwas machen. Sie müssen dieses Gefühl, ich muss die anderen dienen. Ein Unternehmer ist keine arrogante Faxe, der sagt, ich bin der Beste und der Größte, weil ich 2 Franken mehr als Sie in meinem Bankkonto habe oder weil ich Direktor bin mit einem Titel irgendwo. Das ist ein Mensch, der in der Lage ist, mit Sie beide etwas ganz Neues zu kreieren. Und indem er Sie überzeugt, dass Sie wirklich sehr innovativ sind, wenn Sie es nicht sind, wenn Sie nicht überzeugt sind, meine ich jetzt damit. Und das mache ich die ganze Zeit bei uns. Bei der Swatch zum Beispiel, einer der Chefs, die wir gehabt haben für das Design, der sehr erfolgreich war, habe ich ihm ernannt und hat gesagt, das kann ich doch nicht. Und da habe ich ihm erklärt, wo du 6-jährig warst und in Ferien am Sand gespielt hast mit deinen Eltern und während der Ferien, wie viel Fantasie hast du gehabt? Wie viel Märchen hast du geglaubt? An wie viel Märchen? Jetzt machst du das Gleiche. Und das ist die Unternehmertum. Das brauchen wir in der Schweiz wieder und das fängt wieder an jetzt. Verdienen Manager zu viel? Einige schon, ja. Und ist das Teil möglicherweise auch des Problems, also dass eben eigentlich nicht mehr die Leistung per se zählt, sondern eben eher die Mehrung des Aktienkurses oder die Rendite eines Unternehmens? Nein, das ist eine Folge dieses Problems. Und das ist eine Folge dieses Problems, der im Volk natürlich diese Manager sehr schlecht macht. Und die haben überhaupt nicht die Feinheit zu verstehen, dass irgendwo eine gewisse Grenze gesetzt werden soll für die Gehälter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, obwohl das ein wenig arrogant aussehen wird und weniger modest von mir. Ich hatte, wie die meisten Chefs, wie ich die Swatch Group übernommen habe, mit den damaligen Besitzer, die Banken, nachher haben wir das gekauft, wie Sie wissen, einen Vertrag, der mir ein Gehalt gegeben hat von 250.000, glaube ich, pro Jahr, plus eine gewisse Prozent für jede Menge Schweizer Franken Gewinne, die wir gegenüber der Cashflow an dem Tag, wo ich die Firma übernommen habe als Chef, dieser Unterschied wurde mit 1% und 0,5% und 0,6% und 0,4% und so weiter. Und ein schöner Tag, 6 oder 7 Jahre später, kein Mensch hatte damit gerechnet, dass das Swatch Group damals, also SSA, so viel Geld verdienen würde. Wir waren froh, dass wir nicht 400 Millionen mehr verlieren würden und dass wir wieder 20 oder 30 Millionen. Aber da kamen wir in der großen Gewinne und da wurde mir errechnet ein Gehalt, der zig Millionen war. Und ich habe sofort geschrieben an den Sekretär der Verwaltungsrat, dessen Präsident ich bin, und an den Chef Finanz, dass ich nur ein Drittel von diesem Geld übernehme. Das war genug. Das waren 3 Millionen und den Rest habe ich die Firma zurückgegeben. Jeder Unternehmer muss dieses Gefühl haben, verdammt nochmal, wie viel Geld brauche ich denn dafür? Und meine Aufgabe ist nicht so viel Geld für mich zu verdienen. Ich muss anständig verdienen, ich muss unabhängig sein. Das Geld ist ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug für jede Unternehmer. Und für sich selber muss er genug davon haben, das ist ganz klar. Aber nicht mit dieser Gier, die nachher im Volk natürlich diese ganz große Probleme erfasst.